So, hallo meine Freunde, willkommen zum zweiten Teil der Piaggio Welle. So, was müssen wir jetzt machen? Wir wollen ja das Teil hier tauschen. Das heißt, wir haben hier schon mal ein bisschen Werkzeug vorbereitet. Das wäre dann 17 Schlüsselweite beziehungsweise Nuss, wie auch immer. So, dann gehen wir einmal rum. Aber hier da drin. Man könnte jetzt auch eine Knarre nehmen. So, jetzt versuchen wir das Ganze mal zu lösen. Noch dreht sich die Schraube nicht mit. Das ist auch gut so. Und zwar müssen wir Folgendes machen hier. Wir müssen hier ein bisschen den losschrauben. Das ist hier so eine Art Kontermutter, die dann gegen dieses Geflecht hier drückt, damit sich das in Position befindet. So, stellen das mal so auf. Dieses hier direkt hinter der Leitung. Und schrauben das Ganze einfach manchmal ab, bis das gelöst ist, damit wir die Schraube rausziehen können. So, schon fast durch. Ich zeige euch das Ganze mal ein bisschen. Diese Kontermutter auf jeden Fall rausschrauben, weil die mitunter diese komplette Halterung hält. Vor Ort habe ich da gar keine Lust und gar keine Möglichkeit. Die Buchse kriegt man auch so nicht raus, weil die ja hier dann in diesem Konstrukt hier drin steckt. Hier ist so eine kleine so ein Springring, den müssen wir gleich auch noch mal rausnehmen. Und wenn wir die Schraube abgeschraubt haben und hier diesen Konstrukt hier komplett abgeschraubt haben, rausgemacht haben, dann können wir theoretisch gesehen alles hier rausziehen und dann abbauen. Ich werde auch das hier, da muss ich auf jeden Fall gegenhalten mit einem 17er, mit einem zweiten. Damit wir das einfacher haben, denn alles, was bei uns nachher nicht im Weg steht, stört auch nicht, ne? Ist ja wohl eindeutig. So. Das ist ja mal wunderbar. Da unten drunter haben wir dieses Schräubchen hier. So, jetzt können wir die andere Geschichte jetzt noch rausziehen.
Mir geht's etwas beschissen. Ich habe mir eine Erkältung eingeholt. Scheiß auf Covid-19 oder wie war das? So. Normale Jahresgrippe. Nennt sich sowas auch. Das nächste Problem haben wir. Ja, was heißt Problem? Nicht wirklich Problem. Wir müssen auf jeden Fall diese Schraube hier lösen. Dass wir das Ganze so ein bisschen beweglicher machen, damit wir diese Schraube hier rausbekommen, weil wir haben ja hier diesen komischen Halter und da kriegen wir diese Schräubchen gar nicht da raus. Wobei, kenne ich einen Trick, ganz klein, den ich mal versuchen könnte. Also, machen wir jetzt mal weiter hier. So, das Teil müssen wir aufschrauben. Das Teil müssen wir aufschrauben. Dafür habe ich hier bereits hier schon mal so eine Nuss rumliegen. So, und einmal hoppla. Noch ist der Motor fest, aber ich vermute mal nicht lange. Da müssen wir irgendetwas hier runterlegen. Zum Beispiel das mal sowas hier. Falls der dann runterkommt, dann haben wir ihn aufgefangen. Irgendwie muss ich jetzt hier reinkommen. Ach, Sauhund. So, zack. Raus. Das Primitive an der ganzen Geschichte: Ihr müsst nachher, wenn ihr das alles wieder zusammenbaut, diesen Abstand, also diesen Abstand da drin durch diese Kontermutter und so weiter entsteht, müsst ihr wieder herstellen. Sonst könnt ihr euch vorstellen, ihr habt den Reifen so zum Rahmen stehen und wenn ihr das hier nicht richtig einstellt, dann steht der Reifen vielleicht ein bisschen schief und das wird nur zur Folgeschäden, also von daher. So, ich hole mal eben eine Wasserpumpenzange. Eine Wasserpumpen. Ich sehe hier keine Wasserpumpe, aber eine Zange sehe ich. So, jetzt verdreht er sich. Natürlich ist ja klar, im Moment. Dann können wir tun, was wir können. So. Dann halten wir das einfach hier. Komm schon, mir geht es ja schon nicht. Zack. Drehen wir das Ganze mal ein bisschen locker hier. Können wir das so schön hier rausdrehen. Das ist einfach nur eine Kontermutter. Der Rest ist praktisch dahinter. Und das dahinter, das müssen wir jetzt von hinten rum. Müssen wir das jetzt so ein bisschen erst mal reinschrauben, dass wir da überhaupt Geschichte drankommen können. Wir müssen auf jeden Fall diese Kacke
Schraube hier. Ich weiß nicht mehr, wie ich das damals gemacht habe. Aber ich vermute mal, könnte sehr gut möglich sein. Mann, verarsch mich doch nicht hier. Jetzt fliegt die ganze Scheiße durch die Gegend hier. So, jetzt haben wir den. Jetzt haben wir das gute Stück rausgejagt. Diesen Splint hier. Jetzt haben wir das Ganze schön rausgejagt und müssen diesen Splint haben wir jetzt rausgetan. Hier ist noch so eine Feder dran. Und die geht auch automatisch raus, wenn man das Ganze auseinanderbaut. Da haben wir das. Also, ist schon scheiße, ne? Bin mal gespannt, Alter, wie dieses Scheiß rauspressen geht. Also das Ding ist durch. Da. Na? So, das ist total gerissen. Von vorne ist das nicht ganz so schlimm wie von hinten. Na? Und Leute, wenn ihr hier diese Nadellager hier drinnen sind so Nadellager, die gehen schon mal häufig im Arsch, wenn die Buchse auch schon total alt ist. Also das heißt, wenn ihr mal vorhabt, diese Geschichte zu tauschen, dann empfehle ich euch auf alle Fälle, auf alle Fälle, tauscht diese Buchse gleich mit. Es gibt auf verschiedenen Plattformen, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, so ein paar Angebote, wo die ganzen Sachen im Komplettset direkt verkauft werden. Das heißt, die Nadellager sind hier drin, die ganzen, was weiß ich, und der hier ist auch mit dabei. So. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe den jetzt hingehangen. Ah, komm schon. Warum? So. Schräubchen und Stäubchen. Ach du Scheiße. Oh oh. Da ist aber etwas schief gelaufen. Guckt mal, Leute. Hatte mir das Teil hier, also diese Plastikdinger hier, geschrottet. So ein Tja, hätte ich sofort wechseln müssen, ne? Habe ich aber zu dem Zeitpunkt keine Möglichkeit gehabt und gefunden. Halb so schlimm. Hoffentlich, denn das kriegen wir mit Sicherheit hin. Wir sind schließlich Profis, oder wie war das? So. Ich habe hier nämlich so ein Altteil, weil das habe ich mal getauscht, aber ohne die Gummibuchse. Upp. Und dann habe ich hier so ein paar neue Plastikteile. Die haben im Prinzip keine großartige Funktion. Das ist eigentlich nur dafür da, damit kein Dreck reinkommt. So, zack, eingebaut. Nächste Seite. Machen wir alles schick. Richtig? So.
So, fast wie neu. Ne? So. Den Rest machen wir später, weil wir jetzt den hier rauspressen müssen. Ne? Erst einmal mit diesem, ne? Das steht dann so da drin. Dann presst man den praktisch hier zusammen. So.